Quellen aus dem russischen Verteidigungsministerium sagen, Russland bereitet sich auf eine große Mobilisierung vor. Offiziell heißt es keine Mobilisierung, aber in Wirklichkeit entsteht ein neues System des verdeckten Einzugs. Warum passiert das? Wen betrifft es und was bedeutet es für Nachbarländer? Das schauen wir uns in diesem Video an. Laut Berichten bekommt die russische Armee jeden Monat 30.000 bis 35.000 neue Soldaten, verliert jedoch bis zu 40.000. Das heißt, die Verluste übersteigen die Nachschubzahlen. Deshalb will das Verteidigungsministerium jetzt eine versteckte Mobilisierung starten und hat einen entsprechenden Gesetzentwurf vorgelegt, der den Einsatz von Reservisten erlaubt und schon von der Regierung unterstützt wurde. Das neue Gesetz bringt ein neues Wort, Spezialübungen im Sinne von Versammlungen oder Einberufungen von Personal. Und 3 Dinge sollte man dazu wissen. Erstens, sie können bis zu 2 Monate dauern. Zweitens, der Präsident entscheidet persönlich per Sonderanordnung, wann sie starten. Und drittens, nur Freiwillige, also Reservisten mit Vertrag beim Verteidigungsministerium werden dafür eingezogen. Offiziell geht es darum, besondere Verteidigungsaufgaben zu erfüllen oder bei Antiterroreinsätzen und Konflikten auch außerhalb Russlands mitzumachen. Zur Klarstellung: In Russland gibt es bis zu 3 Millionen Reservisten. Das sind Personen, die einen Vertrag unterschrieben haben. Sie bekommen Geld, müssen regelmäßig trainieren und sind verpflichtet, im Ernstfall zu erscheinen. Jetzt aber kann man sie auch ohne offizielle Mobilisierung zu diesen Spezialübungen rufen. Es gibt 2 wichtige Punkte. Erstens, Reservisten können jetzt auch in die sogenannte Spezialoperation in der Ukraine geschickt werden, denn die besetzten Gebiete werden offiziell als Teil Russlands gesehen. Zweitens, das Gesetz erlaubt Reservisten im Ausland einzusetzen, wenn der Präsident eine Sonderanordnung unterzeichnet. Das bedeutet, der Krieg kann sich geografisch ausweiten. Kein Wunder, dass die Länder im Baltikum und in Osteuropa nervös werden. Von mir persönlich, Leute, behaltet im Blick, wann solche Spezialübungen starten, wie viele Leute dabei einbezogen werden und was sonst noch dazu gehört, damit euch Putins Sonderanordnung nicht kalt erwischt. Oh, keine Sorge, nein, ich verrate kein Militärgeheimnis, ne? Aber die Infos, die der oberste Gerichtshof Russlands versehentlich in einem Fall rausgerückt hat, kann man locker als Militärgeheimnis verkaufen. Der oberste Gerichtshof Russlands hat zufällig Teile eines geheimen Dokuments gezeigt. Darin steht, wie Gefangene für den Krieg in der Ukraine rekrutiert werden. Zwischen 2022 und 2024 ist die Zahl der Häftlinge in Russland um etwa 92.000 gesunken. Viele glauben, dass ein Teil davon an die Front geschickt wurde. Ja, Russland sucht also wirklich überall nach Menschen für den Krieg. Mehr zur Kriegswirtschaft. 2025 wurden in einigen Regionen Russlands die Prämien für neue Soldaten deutlich gesenkt. Früher bekam man für einen Vertrag bis zu 3 Millionen Rubel. Jetzt sind es nur noch 500.000 bis 1,5 Millionen. Offiziell sagt man, wir sparen Geld. In Wahrheit aber braucht das Militär weniger Freiwillige, weil man jetzt Reservisten billiger und ohne Zustimmung einsetzen kann. Alles zeigt, Russland führt eine versteckte Mobilisierung durch. Die Verluste sind hoch, das Geld wird knapp, also sucht der Staat neue Wege, um länger und billiger Krieg zu führen. Auf dem Papier ist alles freiwillig, aber in der Realität geht das Land Schritt für Schritt in Richtung Kriegswirtschaft. Das war meine Analyse. Was denkt ihr darüber? Ist das schon der Beginn einer neuen Mobilisierung oder nur ein weiterer bürokratischer Schritt? Schreibt eure Meinung in die Kommentare, lasst ein Like da und abonniert den Kanal. Es kommen noch mehr Analysen zur Politik und Wirtschaft. Tschüss!